Das fliegende Pferd. Es gibt einen Sultan. Er lebt in einem fernen Land. Der Sultan hat einen Sohn. Sein Name ist Prinz el-Akma. Eines Tages macht der Sultan ein großes Fest. Viele Menschen kommen zum Fest. Es gibt Musik, Tanz und gutes Essen. Viele Männer kommen zum Sultan. Sie bringen Geschenke. Der Sultan ist sehr froh. Ein alter Gelehrter kommt zum Sultan. Er ist ruhig und klug. Er bringt ein besonderes Geschenk. Es ist ein Pferd aus Ebenholz. Das Pferd ist schwarz und schön. Es sieht sehr stark aus. Der Gelehrte sagt, dieses Pferd ist sehr besonders. Der Sultan fragt, warum ist es besonders? Der Gelehrte antwortet, dieses Pferd kann fliegen. Alle Menschen sind überrascht. Der Prinz ist sehr neugierig. Der Gelehrte zeigt einen kleinen Knopf am Pferd. Er sagt, wenn man diesen Knopf dreht, fliegt das Pferd. Der Prinz will das Pferd testen. Er setzt sich auf das Pferd. Dann dreht er den Knopf. Plötzlich fliegt das Pferd in den Himmel. Der Prinz hat Angst. Er weiß nicht, wie er das Pferd stoppen kann. Das Pferd fliegt höher und höher. Dann fliegt es weit weg. Das Pferd fliegt sehr lange. Der Prinz hat große Angst. Er sucht den Knopf. Er will das Pferd stoppen. Endlich findet er einen zweiten Knopf. Er dreht ihn langsam. Das Pferd fliegt nach unten. Der Prinz sieht ein großes Land. Es ist ein fremdes Land. Er ist weit weg von zu Hause. Es gibt viele Häuser und einen schönen Palast. Das Pferd landet auf einem Balkon. Es ist Nacht. Alles ist ruhig. Der Prinz steigt vom Pferd. Er sieht sich um. Dann sieht er ein Fenster. Am Fenster steht eine Prinzessin. Sie ist sehr schön. Aber sie ist traurig. Sie sieht nach draußen und seufzt. Der Prinz geht langsam näher. Die Prinzessin erschrickt. Sie sagt, wer bist du? Der Prinz sagt, ich bin Prinz el-Akma. Die Prinzessin fragt, woher kommst du? Der Prinz antwortet, ich komme aus einem fernen Land. Die Prinzessin sieht das Pferd. Sie ist überrascht. Der Prinz erzählt von dem fliegenden Pferd. Der Prinz und die Prinzessin sprechen viel miteinander. Sie haben lange Gespräche. Sie lernen sich gut kennen. Sie fühlen sich wohl zusammen. Der Prinz mag die Prinzessin sehr. Die Prinzessin mag den Prinzen auch. Sie lachen zusammen.
Sie sind glücklich. Ihre Liebe wird stärker. Aber die Prinzessin hat ein Problem. Der Prinz fragt, was ist los? Die Prinzessin sagt, mein Vater will mich verheiraten. Der Prinz ist still. Er hört zu. Die Prinzessin sagt weiter, ich soll einen anderen Prinzen heiraten. Ich will das nicht. Der Prinz sagt, das ist nicht gut. Die Prinzessin sagt, mein Vater will Macht und ein Bündnis. Der Prinz sagt, wir können mit dem fliegenden Pferd von hier wegfliegen. Die Prinzessin sieht ihn an. Sie glaubt ihm. Aber die Wachen im Palast sehen den Prinzen. Sie sagen es dem König. Der König wird sehr wütend. Er sagt, bringt ihn sofort in den Kerker. Die Wachen nehmen den Prinzen. Sie bringen ihn in den Kerker. Die Prinzessin ist sehr traurig. Der Prinz ist im Kerker. Es ist dunkel und kalt. Er wartet dort viele Stunden. Die Prinzessin will den Prinzen retten. In der Nacht geht sie zum Kerker. Die Wachen schlafen. Die Prinzessin öffnet leise die Tür. Sie findet den Prinzen. Der Prinz ist sehr überrascht. Er sagt, du bist hier. Die Prinzessin sagt, komm schnell. Sie gibt ihm einen Schlüssel. Die Tür geht auf. Der Prinz kommt aus dem Kerker. Sie gehen leise durch den Palast. Niemand sieht sie. Der Prinz sagt, ich muss jetzt fliehen. Die Prinzessin sagt, pass auf dich auf. Der Prinz geht schnell weg. Die Prinzessin bleibt zurück. Sie ist sehr traurig. Ihr Vater will sie verheiraten. Er will sie mit einem anderen Prinzen verheiraten. Die Prinzessin will das nicht. Sie ist sehr unglücklich. Sie spricht wenig. Sie isst wenig. Sie tut so, als wäre sie krank. Sie spielt eine falsche Krankheit. Die Menschen im Palast machen sich Sorgen. Auch der König ist besorgt. Der König ruft Ärzte. Viele Ärzte kommen in den Palast. Die Ärzte sehen die Prinzessin. Sie untersuchen sie. Ein Arzt nach dem anderen versucht zu helfen. Aber niemand kann helfen. Die Prinzessin bleibt krank.
Niemand versteht sie. Der König wird sehr nervös. Der Palast ist in Angst. Prinz El-Akmar denkt an die Prinzessin. Er will sie retten. Er geht wieder zum Palast. Er kleidet sich anders. Er sieht aus wie ein einfacher Arzt. Er sagt zu den Wachen: „Ich bin ein Arzt." Die Wachen lassen ihn hinein. Der Prinz geht in den Palast. Er sieht die Prinzessin. Die Prinzessin ist im Zimmer. Sie ist sehr ruhig. Der Prinz sagt: „Ich kann sie heilen." Der König hört das. Er ist misstrauisch. Aber er hat keine andere Wahl. Er lässt den Arzt arbeiten. Die Prinzessin sieht den Prinzen. Sie erkennt ihn sofort. Sie wartet leise. Der Prinz spricht mit dem König. Er sagt, die Prinzessin muss in den Garten gehen. Sie muss frische Luft bekommen. Der König denkt nach. Er ist unsicher. Aber er glaubt dem Arzt. Die Wachen bringen die Prinzessin in den Garten. Der Prinz geht mit ihr. Dort ist das Ebenholzpferd. Die Prinzessin sieht das Pferd. Sie ist überrascht. Der Prinz sagt leise, das ist unser einziger Weg. Die Prinzessin versteht ihn. Sie steigt auf das Pferd. Dann steigt der Prinz schnell auch auf. Er findet den Knopf. Er dreht den Knopf. Plötzlich fliegt das Pferd in den Himmel. Die Wachen rufen. Aber sie können nichts tun. Das Pferd fliegt hoch und schnell. Der Prinz und die Prinzessin sind zusammen in der Luft. Sie sind frei. Sie fliegen lange Zeit. Das Pferd fliegt in das Land des Prinzen. Es landet sicher. Der Sultan ist sehr glücklich. Er sieht seinen Sohn wieder. Er akzeptiert die Prinzessin. Die Prinzessin und der Prinz heiraten. Es gibt ein großes Fest. Viele Menschen kommen. Sie sind glücklich zusammen. Und sie leben glücklich für immer.